Ich begrüße die Zuschauerinnen und Zuschauer zu dieser Interviewreihe mit Expertinnen und Experten rund um das Thema der synthetischen Biologie. Ich bin Franka Butzbach, ich bin Teil eines Teams, welches an dem größten internationalen Wettkampf für synthetische Biologie teilnimmt. Mit mir heute ist Frau Dr. Anna de Plazes-Zemp. Sie ist Forschende und Dozierende am Philosophischen Seminar der Universität Zürich. Anna, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Wie stehst du denn in Verbindung zu synthetischer Biologie? Ja, ich beschäftige mich tatsächlich schon viele Jahre mit dem Thema. Ursprünglich habe ich Molekularbiologie studiert und auch noch im Labor doktoriert. Und das war die Zeit, in der die synthetische Biologie aufgekommen ist. Und aus dieser Perspektive der Molekularbiologie war das etwas Faszinierendes, etwas Begeisterndes, wie man eben diese Bestandteile, genetischen Bestandteile zusammenbaut und neue Dinge machen kann. Aber gleichzeitig hat mich diese Art, wie man da über Biologie gesprochen hat, wie man von Zellen als Maschinen gesprochen hat, die Analogie auch mit Elektronik, das hat mich irgendwie gestört. Und aus dieser Diskrepanz heraus, aus dieser Spannung habe ich mich dann irgendwie entschieden, ich möchte aus einer anderen Perspektive darauf schauen, auf die synthetische Biologie. Und ich habe dann verschiedene Projekte zu ethischen und gesellschaftlichen Aspekten der synthetischen Biologie daran habe ich teilgenommen, mitgearbeitet und habe dann auch ein Zusatzstudium in Philosophie gemacht, weil ich gemerkt habe, da braucht es noch ein bisschen mehr Basis. Aktuell bist du ja weiterhin am Philosophischen Seminar, also über die Naturwissenschaften, Philosophie, Ethik. Momentan leitest du sogar ein Projekt. Würdest du mir kurz etwas dazu erzählen, bitte? Ja, genau, das ist ein Projekt, das heißt People's Place in Nature. Und da geht es jetzt wirklich sehr stark um diese Frage, wie gehört der Mensch zur Natur? Also inwiefern gehört er dazu, inwiefern nicht? Was ist dieses natürlich, was ist künstlich, wie kommt das zusammen, ist das ein Gegensatz? Und dann auch das Ethische halt, auch was heißt jetzt ein verantwortlicher Umgang mit der Natur, welche Werte hat die Natur für uns? Also ein Thema, das jetzt mehr noch in die umweltethische Perspektive, in die umweltethischen Themen reingeht, aber natürlich ist im Hintergrund schon auch immer diese Frage der Biotechnologie da, inwiefern eben auch Biotechnologie mit Natürlichkeit, in welchem Verhältnis das steht. Mit deinen Interessengebieten und deinem sehr starken fachlichen Hintergrund. Ich meine, wir haben die Umweltethik, genetische Ressourcen, Umweltphilosophie, Ethik der Biotechnologie und Forschungsethik. Forschungsethik finde ich sehr spannend. Was kann ich mir darunter vorstellen? Ja, das ist einerseits auch so Fragen, die sich im Forschungsalltag ergeben. Also wie gehe ich mit Tieren, wie gehe ich mit Menschen um. In dem Bereich gebe ich viele Kurse, da unterrichte ich mehr. Womit ich mich auch beschäftigt habe, ist mit der Verantwortung der Forscher in der Gesellschaft. Also was ist die Rolle der Forscher in der Gesellschaft? Inwiefern haben sie eine gewisse Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, wie steht das zur Forschungsfreiheit und so weiter. Das sind auch Themen, da kommen natürlich unterschiedliche Positionen zusammen, aber auch Themen, die spannend sind, denke ich, für die Forscher selbst. Und das kann man vielleicht zu allen Themen sagen, die ich so ein bisschen bearbeite. Es sind immer Themen an dieser Schnittstelle zwischen Biologie und Ethik. Und natürlich als Forschende selber hast du noch einen ganz anderen Einblick da rein als ein Wirtschaftler, als ein Philosoph. In die Aspekte genau, dafür bei den wirtschaftlichen Aspekten geht meine Expertise dann ziemlich schnell zu Ende. Ja. Jawohl. Es gibt aber auch Risiken. Würdest du mir kurz erklären, ob du gewisse Risiken siehst oder auch beobachtet hast in deiner Forschung? Ja, es ist natürlich bei jeder Technologie, die ein positives Potenzial mit sich bringt, ist immer eine Gefahr da, dass jemand die Technologie anwenden könnte für etwas Negatives, um Schaden anzurichten. Und das ist sicher auch im Fall der synthetischen Biologie so, da hat man die ganze Diskussion zu Bioterrorismus und so weiter. Und es ist sicher auch eine Technologie, die mit Gewissen, die man vorsichtig und mit Verantwortung betreiben sollte. Also dazu gibt es aber ein Regelwerk, dass man darauf achtet, dass eben veränderte Organismen nicht ungeplant freigesetzt werden. Aber ich glaube, da besteht ein gutes Regelwerk, das sich jetzt auch schon über viele Jahre bewährt hat. Eine etwas andere Entwicklung, die auch spannend ist jetzt im Kontext der synthetischen Biologie oder jetzt auch mit CRISPR-Cas in der Biotechnologie, ist dieses Do-it-yourself-Biology.
Also die Idee, dass eben auch Laien die Möglichkeit haben sollen, Biotechnologie zu erfahren, selbst zu betreiben, ein bisschen auch Dinge zu entwickeln, diese Kreativität auszuleben. Das ist ein spannendes Thema natürlich aus der Perspektive der sozialen Gerechtigkeit ist das sehr wünschenswert, dass mehr Leute die Möglichkeit haben, diese Faszination zu erleben. Aus Sicherheitsperspektive ist natürlich wichtig, dass auch in dem Rahmen diese Vorsicht und Verantwortung eingehalten wird. Soweit gibt es keine Indizien dafür, dass das nicht der Fall wäre. Also die in der Schweiz, die Laboratorien, die es hier gibt, die haben einen sehr strengen Code und sehr gute Vorsichtsmaßnahmen. Aber das ist sicher etwas, das man auch ein bisschen im Blick behalten muss und auch betonen muss, dass das etwas ist, das eben nicht gehandhabt werden kann wie Legosteine in dem Sinn, dass halt mehr Risiken damit verbunden sind. Wir haben ja gut 2 Jahrzehnte jetzt das Feld der synthetischen Biologie als Welt erfahren. Du hast die Gesetzeslage kurz angesprochen. Jenseits von Gesetzen und Reglementen, hast du das Gefühl, dass die Forschenden genug darauf fokussiert sind, in einer verantwortlichen Weise zu recherchieren, dass wir die Mittel gut nutzen können? Ja, also ich glaube, gerade in der synthetischen Biologie war das ja von Anfang an auch ein Thema, das diskutiert wurde, die gesellschaftlichen Implikationen. Man hat von Anfang an auch Ethiker beigezogen. Also ich war da in 2 EU-Projekten. Das war von Anfang an dabei. Es gibt natürlich immer einzelne Personen, die weniger verantwortungsbewusst sind, aber im Gesamten, denke ich, ist das wirklich etwas, das die Entwicklung begleitet. Auch IGM, eben dass ihr auch für euch, dass das ein Thema ist, dass man den Dialog mit der Gesellschaft auch sucht und auch transparent ist dazu, was man macht. Das ist eigentlich, ja, das gehört zu dieser Community auch ein bisschen. Aber eben, es gibt immer einzelne Personen, die schwarze Schafe sind. Anna, vielen Dank. Mit deinem Hintergrund auch in der Umweltethik, wo du dir anschaust, wie ist das Verhältnis zwischen Mensch und Natur. Kannst du mir vielleicht kurz sagen, inwiefern du mit dieser Perspektive auf die synthetische Biologie schaust? Ja, das spielt sicher eine Rolle eben in meiner Arbeit oder Einstellung zur synthetischen Biologie. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man hier verschiedene Perspektiven anwendet, weil man kann aus mindestens 2 verschiedenen Perspektiven auf die synthetische Biologie schauen. Einerseits eben diese technologieorientierte Perspektive, in der man diese Möglichkeiten, diese Kreativität und Innovation, die da möglich ist, betrachtet. Und das ist auch wirklich eine sehr ansteckende Stimmung in dieser Gemeinschaft, weil man all die Möglichkeiten sieht, Probleme auch zu lösen oder neue Erfindungen zu machen. Und natürlich gekoppelt daran dann auch die Wirtschaft, die daran interessiert ist, wenn man hier Möglichkeiten sieht, auch und natürlich gekoppelt daran ist auch die Wirtschaft interessiert, weil sie Möglichkeiten daran sieht, Effizienz zu steigern, Prozesse billiger zu machen oder Konsum zu fördern und so weiter. Und dann gibt es die andere Perspektive, die eben mehr aus der Umweltdiskussion kommt. Und in der Perspektive wird eher betont, dass es sich halt um Lebewesen handelt. Lebewesen, die sich evolutiv entwickelt haben, die einen Teil unserer Natur darstellen, mit einer unglaublichen Vielfalt von Lebensformen, von Arten, auch einer unglaublichen Ästhetik, etwas, das genauso begeistert. Und das sind ja auch dann ähnliche Prozesse, die von beiden dann diskutiert und genutzt oder eben bewundert werden. Und vor diesem Hintergrund ist natürlich dann sehr stark ein Thema, dass diese Natur mit all diesen Lebensformen bedroht ist. Bedroht ist durch unseren industrialisierten Lebensstil. Und in dem Sinn wird dann natürlich die Biotechnologie gerne als einen weiteren Schritt in diese Richtung dieses Lebensstils gesehen. Ein Lebensstil, den man eben vor dem Hintergrund der Biodiversitätsverlust, des Klimawandels vielleicht auch einmal hinterfragen muss oder darf. Und deshalb gibt es dann auch eine kritische Perspektive darauf. Auch wenn man jetzt die Geschichte der Gentechnik in der grünen Gentechnik betrachtet, denkt man an diese Monokulturen, dass eben damit die Industrialisierung der Landwirtschaft gefördert wurde. Und das ist dann das Bild, das man vor sich hat und die Entwicklung will man nicht. Und daraus entsteht dann ein sehr polarisierter Diskurs. Und das, glaube ich, ist
ist schade und ist auch nicht nötig, weil ich glaube nicht, dass sich die zwei Perspektiven grundsätzlich ausschließen. Viele von uns, denke ich, teilen beide Anliegen. Einerseits die Faszination für diese Innovation und Kreativität, andererseits aber auch die Bedenken, dass die Natur bedroht ist. Und da glaube ich schon auch, dass noch ein Potenzial da ist, dass man die Möglichkeiten, die es in dieser Technologie gibt, eben nicht in erster Linie dafür nutzt, den Konsum zu steigern und die Industrialisierung der Landwirtschaft voranzutreiben, sondern wirklich auch einen nachhaltigeren Lebensstil zu ermöglichen und in dem Sinn die Probleme, die sich eben auch für den Planeten geben, anzugehen mit Möglichkeiten dieser Technologie. Und da denke ich, da kann eben Umweltethik auch zusammenkommen mit der Ethik der Biotechnologie, was aber nicht heißt, dass das dann unkritisch ist, weil eben ich glaube, es ist so, dass sich in diese Richtung auch Entwicklungen ergeben können, die aus umweltethischer Perspektive tatsächlich problematisch sind. Das Fach der synthetischen Biologie findet ja verschiedenste Anwendungsorte. Wir haben jetzt gerade ein wenig darüber geredet, die Umwelt. Es geht natürlich aber auch um Mikroorganismen, Pflanzen, Tiere und den Menschen. Siehst du hier eine besondere Gefahr oder einen Unterschied dazwischen, wie wir synthetische Biologie wahrnehmen? Ja, ich glaube, es ist nicht unbedingt spezifisch für die synthetische Biologie, sondern generell für Biotechnologie oder neue technologische Entwicklungen, dass man sich eben fragen sollte, vielleicht, wozu wende ich diese Technologie an? Und das ist natürlich gerade jetzt im Tierkontext ist das vielleicht noch wichtiger, oder mindestens so wichtig wie jetzt im Pflanzenkontext, dass man die Fortschritte, die man jetzt doch gemacht hat in der Schweiz, als wohlhabendem Land, dass man mehr darauf achtet, eben, dass das Tierwohl mehr achtet, dass man diese Fortschritte nicht rückgängig macht. Also ich hätte jetzt aus tierethisch-umweltethischer Perspektive sicher Bedenken, wenn man jetzt diese Technologie einführen würde, ich hätte aus umweltethischer, tierethischer Perspektive Bedenken, wenn man die Technologie dazu nutzen möchte, die Industrialisierung der Tierhaltung wieder weiterzutreiben und da Rückschritte zu machen. Aber auch hier kann man sich, ich kenne mich jetzt weniger aus mit Anwendungen im Tierkontext, aber man kann sich auch da Anwendungen vorstellen, die sagen wir, der Gesundheit der Tiere förderlich ist und die eben aus einer anderen Motivation heraus geschieht, als nur aus der Wirtschaftlichkeit und möglichst billigem Produzieren und möglichst effizientem Produzieren. Also ich glaube, die Tendenz wird eben aus umweltethischer Perspektive und tierethischer Perspektive kritisiert, aber ich glaube nicht, dass die notwendig gekoppelt ist an die Biotechnologie. Und ich würde deshalb eben auch sagen, es ist wichtig, dass man diese Technologien auch in der Akademie, an den Universitäten fördert, wo weniger der Druck der Wirtschaftlichkeit oder wo zumindest das nicht die erste Motivation ist, innovative Ideen zu entwickeln, sondern dass man eben auch andere Ideen und Ziele verfolgt, wie zum Beispiel Nachhaltigkeit. Es ist auch sehr spannend, wie sich herausstellt, dass egal in welchem Bereich wir sind, ob es die Umwelt ist, ob es ein Medizinkonzern ist, ob es ein Tier oder eine Pflanze ist, wir müssen nachhaltig sein, wir müssen auch verantwortlich sein. Du beschäftigst dich ja generell in vielen deiner Projekte auch, nicht nur mit dem, was soll, was ist, sondern auch, was ist wichtig und eben People's Place in Nature, dein aktuelles Projekt. Glaubst du denn, dass die Schweizer Bevölkerung der synthetischen Biologie gut gegenübersteht, dass wir verantwortlich genug sind, dass die Forscher, die Ethiker, Politiker zusammenkommen? Ja, dazu müsste man schon fast empirische Daten sammeln. Ich glaube, für vielen Menschen ist das noch nicht wirklich ein Begriff, der ihnen bekannt ist. Von daher glaube ich, das ist für viele weder positiv noch negativ konnotiert. Sicher, Gentechnik ist ein Begriff, der immer noch für viele negativ konnotiert ist, insbesondere im landwirtschaftlichen Kontext. Da merkt man aber auch, dass ein bisschen ein Generationswandel auch da ist. Wir hatten mal Umfragen gemacht unter Studierenden, wo das eigentlich positive, schon viele Studierenden das auch durchaus mit positiven Dingen assoziiert hatten. Aber sicher zu diesen Themen muss es einen gesellschaftlichen Diskurs geben und ich glaube auch da ist die synthetische Biologie auf einem guten Weg, dass man diesen Diskurs früh ansetzt. Eben nicht erst in dem Moment, wo
wo Produkte auf dem Markt sind und dann hat die Bevölkerung oder die Gesellschaft noch die Möglichkeit, Ja oder Nein zu sagen, sondern früher in dem Moment in der Innovationsphase, wo man auch noch eine Diskussion dazu führen kann, was wollen wir eigentlich mit dieser Technologie? Eben, welche Ziele wollen wir verfolgen? Eben, geht es nur um Wirtschaftlichkeit oder gibt es andere Ziele? Und in dieser Phase schon die Bevölkerung auch mit einzubeziehen, erscheint mir richtig, eben in solchen Veranstaltungen wie jetzt. Obwohl man auch beobachtet, dass das Interesse in der Bevölkerung vielleicht nicht immer ganz so groß ist, wie man sich das erwünscht oder wie man denken würde als Forscher, der selbst begeistert ist. Aber zumindest die Möglichkeit sollte auf jeden Fall da sein, eben dass die Bevölkerung die Möglichkeit sollte da sein, dass die Bevölkerung sich einbringen kann und mitdiskutieren darf. Anna, wir sind ja hier in der Schweiz in einer relativ privilegierten Situation. Wir haben nicht nur einen sehr starken akademischen Hintergrund generell, wir haben auch wirtschaftliche Mittel. Synthetische Biologie ist aber natürlich global relevant. Wie sind denn hier Unterschiede zwischen zum Beispiel einem Land, wie wir es in der Schweiz sind, und einem Entwicklungsland? Ja, ich glaube, Unterschiede gibt es insbesondere in Bezug darauf, welche Anwendungen im Vordergrund stehen sollen. Und ich glaube, in der Schweiz, als eben einem Wohlstandsland, ist die wichtigste Anwendung nicht eine Sorte, die jetzt Ertrag steigert oder die angereichert ist mit Nährstoffen, an denen es Mangel geben kann. Hingegen in Entwicklungsländern könnten solche Produkte eben wirklich sehr wichtig sein und auch Nachhaltigkeitsziele eben erfüllen, dazu dienen, Nachhaltigkeitsziele zu erfüllen. Also ich glaube, von daher muss man aufpassen, dass man hier nicht das eine, was im einen Land oder im einen Kontext Sinn macht, wirklich 1:1 auf ein anderes Land überträgt. Und deshalb auch wichtig, dass man eben in der Forschung, jetzt auch in Wohlstandsländern, in industrialisierten Ländern, auch unterschiedliche Projekte berücksichtigt und auch Anwendungen, die eben vielleicht für Entwicklungsländer sinnvoll sind, mitentwickelt, auch wenn die vielleicht aus wirtschaftlicher Perspektive dann nicht das Interessanteste sind, aber dass man hier breit bleibt und natürlich auch in den jeweiligen Ländern eine Diskussion dazu führt, was man dort auch wirklich anpflanzen möchte. Aber ich glaube, hier ist eben auch ein bisschen Diversität gefragt und Kontextbezogenheit. Man hat natürlich nicht immer die Chance zu sagen, wir haben ein Forschungsprojekt, wir möchten das gerne umsetzen und wir glauben, es würde diesem Entwicklungsland dienen. Natürlich unterscheiden sich auch dort die Einstellungen und die Wahrnehmung für jetzt spezifisch synthetische Biologie und Biotechnologie. Glaubst du denn, dass wir generell in der Lage sind, synthetische Biologie in jedes Land der Welt zu bringen auf eine nützliche Weise? Wir sind ja hier auch sehr unterschiedlich von unseren Hintergründen. Ja, ich glaube, da gilt das Gleiche wie auch hier, dass man eben die Bevölkerung früh mit einbezieht. Also sicher wäre es jetzt aus ethischer Sicht schwierig, wenn wir hier etwas entwickeln und dann bestimmen, dort soll das jetzt hin, das ist das Richtige für ein Land. Aber dass man in Zusammenarbeit, in Kollaboration eben auch versucht zu verstehen, was sind die eigentlichen Probleme. Ich glaube, eben da ist auch das Interdisziplinäre sehr wichtig. Aus der Perspektive eines Forschers stellt man sich ein Problem vor und sieht das Problem, aber im Alltag ist das dann vielleicht etwas anderes. Aber das ist nicht spezifisch für die synthetische Biologie. Das ist in jeder Form von angewandten Forschung sicher ein sinnvoller Ansatz. Aber grundsätzlich eben, wie du anfangs gesagt hast, gibt es eine ganz breite Palette von möglichen Verwendungen. Aber wenn natürlich ein Land, das nicht, aus ähnlichen Gründen wie wir hier in der Schweiz momentan die grüne Gentechnik nicht wollen, dann muss man das auch akzeptieren und dann wird es nicht angewandt oder wird es nicht umgesetzt. In der synthetischen Biologie setzen wir ja oft eine Zelle einem Kraftwerk gleich oder einer Maschine. Die IGM Competition steht ja für die Internationally Genetically Engineered Machine. Wie stehst du denn zu dieser Begriffsfindung und auch der Gleichsetzung von der synthetischen Biologie mit zum Beispiel Computern oder Zellsystemen? Ja, das ist tatsächlich eine spannende Analogie, aber eben nur eine Analogie. Also ich glaube, das würde ich schon sagen, ist wichtig, dass man eine Analogie nicht mit einer Gleichsetzung verwechselt. Also dass man doch auch sieht, irgendwie, dass eben eine Zelle, insbesondere auch ein Mikroorganismus,
in dem Sinn keine Maschine ist. Und das ist auch etwas, das ich beobachtet habe in der Interaktion mit synthetischen Biologen, die eher aus der, sagen wir, Ingenieurrichtung kommen, am Anfang wirklich diese Idee haben, so plane ich das, so designe ich das und so funktioniert das, und dann mutieren diese Dinge die ganze Zeit und es funktioniert halt eben nicht so. Und das ist Biologie, kein Biologe ist da erstaunt. Und das sind eben nicht Maschinen, das sind Lebewesen, die mutieren, die sich anpassen, die sich verändern. Und das macht es ja wahrscheinlich auch spannend, aber das ist schon auch, also ich denke, das ist wichtig, diese Perspektive auch zu haben, eine gewisse, das wahrzunehmen, dass es Biologie ist. Das in Bezug auf Risiken ist das wichtig, weil man da andere Vorsichtsmaßnahmen auch mit einrechnen muss. Aber ich finde es auch in Bezug eben auf dieses Verständnis der Natur wichtig, weil das ist schon so, es gibt synthetische Biologen, insbesondere im amerikanischen Kontext, natürlich auch eine etwas andere Kultur herrscht, die davon sprechen, dass die Natur fehlerhaft ist und dass sie jetzt die Natur verbessern wollen. Jetzt wird es effizient, alles, was nicht gebraucht wird, wirft man aus dem Genom raus. Und das ist einfach eine Perspektive auf die Natur, die sagen wir, viele Leute nicht teilen. Oder man kann ja sagen, dass wenn wir jetzt eine Anwendung konstruieren wollen, brauchen wir diesen Rest des Genoms nicht. Aber die Evolution lebt davon und in der Natur braucht es das. Die Natur ist nicht auf Effizienz aus, das ist nicht zielgerichtet und das ist kein Fehler der Natur, das ist einfach die Natur der Natur. Und hier diese Wertung eben auch auf Seite dann der Technologie einzubringen, dass das etwas ist, das man korrigieren oder verbessern möchte, das finde ich genauso problematisch, wie wenn man im Umweltkontext dann alles, was eben nicht natürlich ist per se negativ wertet. Also da gibt es eine kleine Spannung, aber eben auch das macht es auch interessant. Ich danke dir für die spannende Ausführung. Vor allem, wenn wir über Umwelt reden und auch Evolution, ist mir eingefallen, es gibt viele synthetische Biologie-Institute und auch ambitionierte Forscher, welche es zum Ziel haben, ausgestorbene Arten zurückzubringen. Ja, genau. Ich habe von solchen Projekten gehört, dass man ausgestorbene Arten zurückholen möchte. Beispielsweise das Mammut ist so das Paradebeispiel. Aber ich denke, das sind nicht die Projekte, die ich jetzt im Kopf habe, wenn ich daran denke, dass synthetische Biologie eben auch für nachhaltige Ziele verwendet werden könnte. Das scheint mir ein Projekt zu sein, in dem es in erster Linie darum auch geht, Aufmerksamkeit zu erregen und inwiefern Mammuts dann in heutigen Ökosystemen wirklich eine wichtige Rolle spielen können. Darüber kann man sich dann streiten. Aber es gibt hier sicher andere Möglichkeiten, indem man eben auch gerade in der Landwirtschaft versucht, eben nachhaltige Landwirtschaft zu unterstützen, indem man, sagen wir, beispielsweise jetzt in der Schweiz Apfelsorten entwickelt, die feuerbrandresistent sind. Da geht es ja nicht in erster Linie darum, dass man jetzt plötzlich die Obstkulturen industrialisiert, sondern dass man eben versucht, dass man nicht mehr Antibiotika verwenden müsste. Also solche Projekte, finde ich, sind vielversprechender, als jetzt das Mammut zurückzuholen. Ich bin auch gespannt, es gibt Tausende von jungen Forscherinnen und Forscher, als auch Politiker, Ethiker, Philosophinnen etc., welche sich auseinandersetzen mit genau diesem Thema. Synthetische Biologie auf eine nachhaltige und verantwortliche Weise einzusetzen, um sicherzustellen, dass nicht nur global Bewohnerinnen und Bewohner der Erde davon profitieren können, sondern auch, dass nachhaltig unser Planet verbessert wird. Frau Dr. Anna de Platte-Semp, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Ausführungen. Ich danke auch für das Zuschauen und werde dann in den weiteren Interviews hoffentlich diese Punkte aufgreifen können. Vielen Dank auch meinerseits für die Gelegenheit.